Today we're going to begin our series of talks with discussion of the life of the Buddha. Also heute beginnen wir eine Serie von Vorträgen über das Leben von Buddha und auch Diskussionen darüber. And this is not a very simple topic. Das ist nicht nur ein einfaches Thema. And the reason why it's not a simple topic is because there are many different versions of the Buddha's story. Und der Grund, warum das nicht ein einfaches Thema ist, weil es verschiedene Versionen gibt von Leben Buddhas. And one could ask, are they all talking about the same person? Und man kann sich dann fragen, reden die alle über die gleiche Person? And as I said, that's not a simple question to answer. Also wie ich gesagt habe, es ist nicht eine leichte Antwort auch darauf zu geben. We have one version of the Buddha's life which we find in the Pali Canon. These are the scriptures of the Theravada tradition. Wir haben eine Version im Pali-Kanon, also das ist der Kanon von der Theravada-Tradition, buddhistische Theravada-Tradition. And this is not really an account which is all put together, but you draw bits and pieces from different texts, and from that you can construct the life of the Buddha. Also das ist nicht ein ganzer Bericht, sondern verschiedene Teile werden von verschiedenen Texten zusammengestellt und dann ergibt sich das ganze Bild. But then later on, as the Buddhist literature developed, many things were added to this bare skeleton of Buddha's life. Und später hat sich die buddhistische Literatur entwickelt und dabei wurde sehr viel dazugefügt zu der Buddhas Geschichte. But then we have a Mahayana version of the Buddha's life. Dann haben wir eine Version von Mahayana, which expands very much the concept of who was Buddha. was sehr erläutert ausführt, wer ist Buddha, was ist Buddha. In this Theravada version, they are speaking about a historical figure. In der Theravada-Version sprechen sie von einer historischen Figur. Who lived from, well, again, there are many different versions of the dates, but one commonly accepted version is from 566 to 485 before the Common Era. Also er spricht dann von einer Person, die lebte, da gibt es wieder auch verschiedene, ganz unterschiedliche Versionen von der Zeit, aber eine, die generell also vertreten wird, ist 566 bis 484 vor unserer Zeitrechnung. And he became enlightened during his lifetime, and he passed away, and that was the end of the continuum of Buddha Shakyamuni. Und er wurde erleuchtet in seinem Leben und dann starb und letztendlich endete dann sein Kontinuum. Das war dann das Leben in dieser Version von Shakyamuni Buddha. But according to the Mahayana version, that was just part of the story, what was described in the Pali Canon. Aber nach der Version von Mahayana war das nur der Teil der Geschichte, die beschrieben wird im Pali-Kanon. But according to this version, Buddha became enlightened many, many lifetimes before that, and he descended to the earth and in this form of Shakyamuni, and he went through the acts of becoming enlightened in order to show others how it can be done. Und in dieser Version ist es, dass Buddha schon viele Leben davor erleuchtet worden ist. Und er kam schließlich dann auf die Erde in der Form von Shakyamuni Buddha und hat dann all die Handlungen dargelegt, wie man erleuchtet wird. And after he passed away, it wasn't that his continuum ended, but his mental continuum goes on forever, and he manifests in many other realms and continues to teach and benefit all beings. Und nach dem Tod ist es nicht, dass sein Kontinuum dann zu Ende gegangen ist, sondern es besteht für immer weiter und er manifestiert sich in anderen Gebieten, anderen Bereichen zum Wohle aller Lebewesen, wo er dann eben unterrichtet und lehrt. Then we have another version, the Buddha, which we find in the Tantras. Dann gibt es noch eine andere Version über Buddha in den Tantra-Schriften. And in this version, the Buddha appears in all sorts of different forms simultaneously.
Und in dieser Version erscheint Buddha gleichzeitig in vielen verschiedenen Formen. And many of these forms are the various so-called meditation deities. Und die verschiedenen Gestalten sind vor allem sogenannte Meditationsgottheiten. Which have various colors and many arms and many faces and many legs. Und die verschiedene Farben haben, verschieden viel Anzahl von Köpfen und Händen und Füßen. All of which represent various aspects of the Buddha's realizations. Und welche alle verschiedene Aspekte der buddhistischen Realisation oder Verwirklichkeit repräsentieren, symbolisieren. And the Buddha is appearing in these forms and teaching the Tantras at the same time as he's appearing in a human form in, for instance, Vulture's Peak in India, also teaching Sutra teachings. Und so Buddha erschien in der Form und lehrte Tantra, wo er gleichzeitig als menschliches Wesen erschien, und auf dem Vulture Peak, Gaya-Berg oder Gaya-Gipfel in Indien, wo er Sutra lehrte gleichzeitig. And so, when we look at these three versions, and within each of these versions there are subversions, then we become a little bit perplexed. Who actually was the Buddha? Das sind die Hauptversionen, und da gibt es aber noch untere, kleinere, verschiedene Versionen, und dann sind wir schon ein bisschen perplex, wer war jetzt Buddha wirklich? But I think we need to understand the basic Buddhist principle here in order to make sense of all these various versions. Also wir müssen vor allem die buddhistischen Prinzipien verstehen, damit wir dann einen Sinn daraus sehen. That each version of Buddha's life describes the Buddha that teaches or taught the scriptures according to that particular aspect of Buddhism. Jede Version von Leben lehrt eben, wie Buddha bestimmte Aspekte der buddhistischen Lehre lehrte. In other words, a Buddha doesn't exist independently of a context. Also anders gesagt ist es so, ein Buddha existiert nicht unabhängig von irgendwelchen Zusammenhang. And so we have the whole context of the Theravada teachings. This was written in Pali. Wir haben den ganzen Zusammenhang und Kontext der Theravada-Tradition, die alle in Pali geschrieben sind, verfasst sind. And a Buddha that's described in these sources would be a Buddha that would teach what is in those sources. Und ein Buddha, der beschrieben wird, wird dann so sein, der eben das lehrt, was in diesen Quellen beschrieben ist. And so, of course, from the point of view of these Theravada sources, it makes no sense that that same person also taught general Mahayana and also taught Tantra. Doesn't fit in to the context of the type of Buddha described in the Pali Canon. Und da passt es nicht zusammen. Die Art von Buddha, der beschrieben ist in der Theravada-Tradition, dass dieser Buddha auch das allgemeine Mahayana-Parzak lehrte und auch das Tantra-Parzak lehrte. Das passt nicht in das Konzept, in den Typ von Buddha, der gelehrt wird im Theravada. And if we look within the Mahayana texts, then that's talking about a Buddha that taught Mahayana. It's not talking about the historical Buddha. Und wenn wir uns ansehen, Mahayana-Parzak, hier wird ein Buddha gelehrt oder beschrieben, der das Mahayana lehrt, und nicht, man spricht hier nicht über den historischen Buddha. By historical Buddha here, I mean one that became enlightened in his lifetime and after he died, finished, no more continuum. Mahayana is not taught by that kind of Buddha. Also was ich jetzt mit historischen Buddha meine, ist eben die Person Buddha, der in diesem Leben Erleuchtung erlangt hat und dann starb und dann letztendlich kein Continuum mehr vorhanden ist. Also diese Art von Buddha wird im Mahayana, diese Art von Buddha hat das Mahayana nicht gelehrt. Same thing with Tantra. Dasselbe ist auch mit Tantra. Don't need to repeat the whole analogy. Here is analogous. Ich brauche nicht die ganze Analogie wieder wiederholen, also ist dasselbe im Tantra. So we need to understand things within a context. Nothing exists out of a context. This is a very basic Buddhist principle. Das ist ein grundlegendes buddhistisches Prinzip, dass nichts unabhängig existiert, unabhängig vom Zusammenhang, vom Kontext.
And the way that something is described or formulated, it exists relative to that context. Wie etwas beschrieben wird, etwas erklärt wird, wie etwas existiert, ist immer im Zusammenhang, existiert in der Beziehung zum Zusammenhang, in Bezug auf den Kontext. So, in discussing the life of the Buddha, or discussing any of these topics that we'll be covering during these next days, what I would like to do is not just present information. Also jetzt mit diesem Thema, das Leben von Buddha und auch all die Themen, die wir besprechen werden in den nächsten Tagen, möchte ich nicht nur einfach Informationen zur Verfügung stellen, nur Informationen weitergeben. One could present all this material just as information, and I could just, for instance, give fact after fact after fact. Man konnte das alles darstellen, indem man einfach Informationen, Fakten über Fakten einfach darlegt und weitergibt. And that would be a presentation within a certain context, isn't it? Like what we were talking about, a presentation of the life of a Buddha in a context. Das wäre eine bestimmte Präsentation, Darstellung in einem bestimmten Kontext, so wie wir sprechen vom Buddha in einem bestimmten Zusammenhang. But I could also present the same material in a different context. Aber ich kann das gleiche Material auch in anderen Kontexten darlegen. Which would be a context of what use is learning about this material? What is the benefit? Und das wäre ein Zusammenhang zu sehen, was ist der Sinn, was ist der Nutzen von dem. Because you can pick up the information and the facts from books or from my website. There's no need for me to just read it out or repeat it. Weil die ganzen Fakten und Informationen, die können Sie in Büchern nachlesen oder auf meiner Website auch sehen. Also es ist nicht notwendig, dass ich die jetzt hier wiederhole. And in terms of what uses this material, what benefit, then of course there are various subcategories of that. Buddhism loves to have, at least the Indian Tibetan tradition loves to have subcategories of everything. Everything presented in logical order. Was es den Sinn und Nutzen angeht, da gibt es auch wieder verschiedene Kategorien oder verschiedene Nutzen, verschiedene Arten. Also die buddhistische Lehre liebt es ja, alles zu kategorisieren und verschiedene Einteilungen zu machen, voll logische Einteilung, Kategorisierung. So we could see what use and what benefit of this material in terms of my daily life. Wir können schauen, zum Beispiel, welchen Nutzen hat dieses Material in Bezug auf das alltägliche Leben. Or what benefit would it have on the Buddhist spiritual path? Oder welchen Nutzen, welchen Vorteil hat es für den spirituellen Weg? So let us limit, what I suggest that we do is limit ourselves to the first of these subcategories. What benefit or use does this have to us in our daily life? Why have we come here? What do we want to gain from this? Also begrenzen wir jetzt das in die erste Subkategorie. Also warum sind wir hierher gekommen? Welchen Nutzen möchten wir daraus ziehen? Also welchen Nutzen hat das Material hier, diese Informationen für unser alltägliches Leben? So if that is agreeable to you, and in a good Tibetan didactic way, I won't wait for your answer, then I will proceed in that manner. Und wenn das mit Ihnen in Ordnung geht, aber dann werde ich nach der tibetischen didaktischen Methode dann nicht abwarten auf Ihre Antwort, sondern einfach dann weitergehen. And let's look first at the life of Buddha Shakyamuni. Also schauen wir uns zuerst einmal das Leben von Buddha Shakyamuni an. The reason why I introduced this point of the different contexts of the life of a Buddha is to hopefully avoid the problematic area that comes up, which is, did Buddha really teach the Mahayana Sutras? Did he really teach the Tantra? Warum ich gleich zu Beginn eingeführt habe, diese verschiedenen Zusammenhänge von Buddha in verschiedenen Kontexten, weil ich vermeiden möchte, dass diese problematischen Themen, hat jetzt Buddha das Mahayana gelehrt, hat er das Tantra gelehrt, dass diese nicht auftauchen. Because there have been many debates concerning that within the Buddhist world. Darüber gibt es sehr viele Debatten, auch innerhalb der buddhistischen Welt. Because you see, nothing was written down at the time of the Buddha. Everything was passed on orally.
Es war nichts niedergeschrieben zur Zeit Buddhas, alles wurde eben mündlich weitergegeben, überliefert. And a great Indian master, Shantideva, answered this question in debate in his great text, Engaging in Bodhisattva Behavior. Und der große indische Gelehrte Shantideva hat diese Frage beantwortet in seinem großen Werk, der Eintritt in das Leben Bodhisattvas. He said, any reason that you, Hinayanas, Theravada is one of the schools of Hinayana, any of the reasons that you give for disqualifying our Mahayana sutras, I could use the exact same reason to disqualify yours. In other words, we say ours were carried on by oral tradition, and you say that yours were carried on by oral tradition, so how do you know that it actually was authentic and that somebody didn't just make it up? So if yours are authentic, ours are authentic. Und sagte eben, also all diese Einwände, die Theravada machen und Mahayana lehren, die könnte auch ich umgekehrt vortragen. Also ihr sagt, es wurde mündlich überliefert, auch the Theravada says to the Mahayana, yours weren't really taught by the Buddha. Okay. Also because they came about later. And then the Mahayanas say back to the Theravadas, well, the same thing is true of yours. Ours were carried on by oral tradition. Yours didn't come around in writing until much later either. They were also carried on by oral tradition. So, if yours are authentic, then ours are authentic. If ours are inauthentic, yours are inauthentic. So he argues like that quite nicely. Also die Theravada, die klagen die Mahayana-Richtlinie an, dass das nicht wirklich von Buddhas Lehre ist, die ist nicht vom Buddha überliefert worden. Doch dann sagt er eben zurück, ja, aber eure Überlieferung ist eine mündliche Überlieferung. Und so, wenn eure authentisch ist, so ist unsere auch authentisch. Also unsere wurde auch mündlich überliefert. Also wenn eure authentische Überlieferung ist, so ist unsere auch eine authentische Überlieferung. So, another argument, the one that I was presenting, was that, well, within the context of the Theravada, they're not saying that the Buddha taught Mahayana, and within Mahayana, they're not saying that Buddha only taught Theravada. So it's a different concept of Buddha that we have in each of these, and it's the Mahayana type of Buddha that taught the Mahayana scriptures, and it's a Theravada type of Buddha that taught the Theravada scriptures, and end of discussion. Why waste time with it? Das ist einfach, den Kontext ist verschieden zu sehen. Also der Buddha im Kontext in Theravada, der lehrte eben die Theravada-Belehrungen. Und der Buddha im Kontext in Mahayana ist diejenige Person, die die Mahayana-Belehrungen gelehrt hat. Also das ist die Ende der Diskussion. Warum diskutiert man darüber? Bei verschiedenen Kontexten. Okay, so what lessons then can we learn from the general life of the Buddha that we find in each of these traditions, in the Theravada as representative of Hinayana, Mahayana Sutra tradition and the Mahayana Tantra tradition? Was können wir daraus lernen vom allgemeinen Leben des Buddhas, die in allen verschiedenen Richtungen dargelegt werden? In der Theravada-Tradition, das ist repräsentiert die Hinayana-Tradition und was gelehrt wird in der Mahayana-Tradition in der Sutra- und Tantra-Richtung. First of all, when did the Buddha live? Das erste Mal, wann lebte Buddha? He lived at a certain time in a certain society, so again within a context. Also lebte zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft, also wieder im Zusammenhang zu sehen. And this society at that time already had certain basic beliefs, and so Buddha addressed those beliefs, that system, and spoke in terms of that belief system. Und zu jener Gesellschaft, die Gesellschaft, in der Buddha damals gelebt hat, die hatte schon bestimmte religiöse Vorstellungen, bestimmte Prinzipien, und diese hat er angesprochen. And so there are basic themes that we find in all Indian ways of thinking that were present at that time, and as they developed over history, they continued as basic themes. And Buddha had his own explanation of these things. Es gab bestimmte Themenbereiche, die in allen indischen Denkweisen damals vorhanden sind und waren und sich weiterentwickelt haben. Und Buddha gab eigene Erklärungen zu diesen. So basic ideas of rebirth according to karma, that rebirth is affected by what you do. All the Indian systems talk about that.
I said maybe one. Also bestimmte Grundlagen wie die Wiedergeburt aufgrund von Karma, Wiedergeburt aufgrund von dem, was man macht. Also das war ein grundlegendes Konzept in der indischen Kultur. Wir haben alle vertreten, außer eine ja. And all of them are speaking about how to gain liberation from this cycle of rebirth, and all of them pretty much speak in terms of knowledge or understanding of reality being the way that you get out of rebirth. Und alle sprechen mehr oder weniger, wie kann man Befreiung erlangen vom Daseinskreislauf, also wie kann man befreit werden, und mehr oder weniger sprechen alle von dem Wissen von der Wirklichkeit, Wissen von der Wirklichkeit, um Befreiung erlangen zu können. And Buddha was dissatisfied with the answers that the various philosophies and religions gave at his time, and he thought about it, meditated, and did various practices, and he figured out what he said was the truth. Und Buddha selbst war unzufrieden mit den Antworten der verschiedenen philosophischen Richtungen, verschiedenen Religionen zu jener Zeit. Und er hat darüber nachgedacht, meditiert, praktiziert und hat es eben dann mehr oder weniger herausgefunden. So this is a context that I think that we need to understand, not just the life of the Buddha, but also the Buddhist teachings. It's within this context of Indian thought. Und das ist wichtig zu verstehen, diesen Bezug zur indischen Denkweise, nicht nur alleine für das Leben Buddhas, sondern auch der Lehren des Buddhismus ist das wichtig. And almost all of the themes that we find in Buddhism, you have a discussion of the same themes in the various Hindu schools, Jainism, another Indian religion, and so on. So Buddha is dealing in dialogue with all these various other thought systems. Und alle Themen im Buddhismus werden auch diskutiert in all den anderen philosophischen Systemen, Religionen, hinduistischen Religionen, wie auch Jainismus, eine andere indische Religion. Und der Buddha steht im Dialog mit all den anderen Systemen. Now, at the time when Buddha lived, it was a very difficult time in Indian history. Zu jener Zeit, als Buddha gelebt hat, war es eine sehr schwierige Zeit in Indien. Because things were changing very much. Die Dinge änderten sich schnell. You had various types of kingdoms. Es gab verschiedene Königtümer. And what was happening was that you had a growing merchant class. The society was no longer primarily agrarian. Und auch mehr Geschäftsleute, die Geschäftsleute wurden immer mehr und mehr für die Agrikultur, also die Bauern alleine, die Klasse alleine war nicht mehr alleine vorhanden, sondern mehr Geschäftsleute. And the merchants were getting richer and richer and were becoming rivals of the kings in their wealth. Und die Geschäftsleute wurden reich und reicher und wurden zu Rivalen zu den Königen. And in reaction to this, the kings became more and more autocratic. Und als Reaktion darauf wurden die Könige noch mehr autokratisch. And in a few areas you had small republics that were trying to do things a little bit more differently based on general thought of the people. Am Rand gab es auch einige Republiken, die ein bisschen anders das hatten, also umgegangen, also mit mehr allgemeinen Gedanken in Bezug auf das Volk. And it was in one of these republics that the Buddha was born. Und in einer solchen kleinen Republik ist es, wo Buddha geboren wurde. And that influenced very much the Buddha's thought. Und das hat die Gedanken Buddhas sehr stark beeinflusst. Because he set up his monastic organization in a very non-hierarchical way in which decisions had to be done or taken jointly by all the members. So again, this is in reaction to this autocratic situation that was going on at his time. Weil er hat seine klösterliche Organisation aufgebaut, nicht hierarchisch. Also Veränderungen, Beschlüsse mussten eben in Konsens, kann man sagen, mehr oder weniger beschlossen worden sein, also nicht hierarchisch. Das war auch wieder eine Reaktion auf die Autokratie damals.
And also at that time there was the old Vedic religion with all its rituals and ritual priests and so on, and whether we're talking about republics or these autocracies, they all followed these rituals. Und damals gab es auch die vedische Religionen, wo es Rituale, Priester und so weiter gab, egal ob wir jetzt von den Republiken sprechen oder von den Königtümern, alle folgten dieser Religion. But there was a reaction against that, the Shramanera movement. Dann gab es aber auch eine Reaktion auf diese Religion, die Schamanen, also Shamanera means those who are wandering about, the wandering ascetics. Not really ascetics, but the wandering, what should we say, dropouts from the society. Und es waren diejenigen, die herumzogen, also so mehr oder weniger diejenigen, die eben die Gesellschaft hinter sich lassen. And so these were the ones that withdrew a bit from society, wandered in the forest, meditated, worked more in their own spiritual development. And Buddha was not alone as a representative of this type of movement. There were others besides him, other schools. Die Schamanen, die gingen in die Wälder, meditierten dort und sorgten für die eigene spirituelle Entwicklung. So war Buddha damals nicht alleine in dieser Bewegung. Es gab sehr viele verschiedene Richtungen der Schamanen. So, what do we learn from that? Was haben wir daraus jetzt gelernt? That often, if one wants to follow a spiritual path, one needs to be a bit independent, in the sense of withdraw from society, at least for a certain period of time, and seek the truth. Also was lernen wir davon? Also wenn wir einen spirituellen Weg folgen möchten, dass wir ein wenig unabhängig sein müssen. Also ein wenig unabhängig, dass wir uns zumindest für eine Zeit lang sich der Gesellschaft entziehen. And even if we find what we consider to be the truth, not to impose it in a hierarchical, autocratic manner on others, but have it be more, to use the more, perhaps a different term here, a more democratic type of way. Und wenn wir etwas gefunden haben, was wir als die Wirklichkeit ansehen, dass wir dann das nicht hierarchisch oder dann weitergeben, sondern mehr ein anderes Wort dafür zu finden, also mehr demokratisch, dass wir das dann sehen. So, this is what we see from this aspect of Buddha's life, what we can learn. Das sind Aspekte vom Leben Buddhas, von denen wir etwas lernen können. Not so much what we can learn. I think a better way of formulating that is, why write a biography at all? And the answer to that from a Buddhist point of view is that you write a biography in order to teach, to illustrate various things. Biographies in a Buddhist context, Indian or Tibetan context, they're not so concerned about the facts. They're concerned about teaching something from the life story of a great figure. And sometimes they add things to make it a better story in order to teach a point more clearly. Warum wird überhaupt eine Biografie geschrieben, eine Biografie verfasst? Also im buddhistischen Kontext sind es nicht vor allem die Fakten, die so wichtig sind, sondern eine Biografie wird verfasst, um etwas zu lernen, also bestimmte Punkte rüberzubringen. So gibt es eben Biografie von großen Figuren, von großen Menschen, die beschrieben werden, damit bestimmte Punkte von der Lehre also gelehrt werden können. Oft wird etwas dazugefügt, damit die Geschichte oder der Punkt besser rüberkommt. The life of a great religious figure within this context of Indian Tibetan thought is to inspire people. And so when we look at it within this context, then it's perfectly understandable that a lot of things are thrown into the life of the Buddha, which from a Western point of view seem quite fantastic. The mother was visited in a dream by a white elephant with 6 tusks, and Buddha was born from the side of the mother and took 7 steps, and here I am, and these sort of things. From an Indian Tibetan context, they don't care whether this was historically accurate or not. That's not the point. The point is, what does it represent? What does it teach me?
Und das Leben von einer großen religiösen Figur oder von einer großen religiösen Person soll inspirieren. Das ist das Ziel von der Biografie. Also was für uns im Westen oft als unglaublich erscheint, wie zum Beispiel vom Leben Buddhas, dass der Mutter Buddhas im Traum ein Elefant mit 6 Stoßzähnen erschienen ist, oder dass Buddha aus der Seite von seiner Mutter geboren worden ist, oder dass er gleich bei der Geburt 6 Schritte gemacht hat. Also das ist hier nicht das Wesentliche, sondern eben, was die Geschichte uns vermitteln kann, was eben uns gelehrt werden kann auf diese Geschichte. Also die Fakten an sich sind da gar nicht so wichtig, und das ist ganz egal. Dann ist es auch sehr gut zu verstehen, dass sehr vieles also in Buddhas Lebensgeschichte hinzugefügt worden ist. So, from each context within which we look at the life of a Buddha, whether trying to piece it together historically, what did he actually do, what actually happened among his followers and so on, or we look at it from the point of view of how an Indian or Tibetan would look at it. Each one teaches us something, and you can't say that one is more valid than the other. Wenn wir uns betrachten, das Leben von Buddha zusammensetzen auf verschiedenen Teilen, was seine Nachfolger gemacht haben, alle verschiedenen Teile wir zusammensetzen auf der einen Seite, und dann, wenn wir betrachten die indisch-tibetische Sichtweise, also haben beide ihren Wert, und können wir nicht sagen, eines hat mehr oder weniger Gültigkeit. So, another very important principle of how Buddhist thinking works is to be able to understand things on many different levels, from many different points of view, and to consider that many of these can be perfectly valid. And it isn't that there's only one truth, the way how it really was. Und eines, was wir auch lernen können von der buddhistischen Denkweise, ist eben, dass es viele verschiedene Ebenen gibt, verschiedene Sichtweisen, die alle gültig sein können, die alle gültig sind, und dass es nicht nur eine einzige Wahrheit gibt und so war es, und das ist das Richtige und sonst ausschließlich nichts. That's illustrated by an example that you find a great deal in the Buddhist literature, that you could have a liquid, and to humans it looks like water, to the ghosts it looks like pus, to the hell creatures it looks like acid, to the gods it looks like nectar. And which one is correct? They're all correct. That's Buddhist way of thinking. They're all correct, because the validity of something is only within a certain context, relative to the context. Das ist sehr schön illustriert in den buddhistischen Schriften mit einer Flüssigkeit. Also diese Flüssigkeit, dieselbe Flüssigkeit erscheint den Menschen als Wasser, die gleiche Flüssigkeit erscheint den Hungerwesen als Eiter, und die gleiche Flüssigkeit erscheint den Götterwesen als Nektar. Was ist jetzt das Wahre, das Richtige? Was ist es? Alles ist gleich korrekt, alles ist gleich wahr, weil eben nur im Kontext, im zusammenhängigen Kontext hat es ihre Gültigkeit. That helps us very much, actually. I'm thinking of an example in a branch of family therapy, contextual therapy, in which you look, for instance, at a family situation and you ask each member of the family to describe what's going on. The father has one version, the mother has another version, each of the children have a different version, and they're all correct, because this is the way that each of them are experiencing it, and you have to give equal respect to each of these points of view. This is a very Buddhist way of thinking. Fällt mir auch das Thema ein, zum Beispiel bei einer Familiensituation, wenn da gefragt wird, also der Vater hat seine Version erzählt, wie es aussieht, die Mutter eine andere, das Kind wieder eine andere, und alle sind gleichgültig, alle sind gleich korrekt, das sind eben die Erfahrungen von der jeweils einzelnen Person, also sind alle gleich, gleich korrekt. Vergessen, last one, I forgot. And helpful. No, the sentence before, I forgot the last sentence. All the viewpoints within a family are valid. Oh, yeah. And this way of thinking is a very Buddhist way of thinking. And same thing in terms of the life of the Buddha. There are many different ways you can look at it. And each one will teach us something.
die Sichtweisen von den verschiedenen Familienmitgliedern sind alle gleichgültig. Also das ist eine buddhistische Sichtweise. Also es gibt eben sehr verschiedene Arten. So, some of the main facts of Buddha's life: he was born into a privileged family. Whether he was a prince or not, that could be debated in different versions, different things. But in any case, he was born into a privileged, wealthy family and enjoyed all the pleasures and benefits that go with that. Also Buddha selbst ist geboren in eine privilegierte, reiche Familie. Ob diese Familie nun, also wie, dass er ein Prinz war, das kann man jetzt verschieden sehen, da gibt es wieder verschiedene Versionen. Auf jeden Fall war er geboren in einer reichen, privilegierten Familie. And enjoyed the benefits and pleasures. Und hat genossen, also dieses Leben dort, also all diese Vorteile, alles was er dort hatte, hat er das genossen. And he was well educated, and he married, had a son. War gut ausgebildet, war verheiratet, hatte einen Sohn. And he was offered a very good career possibility, which was to take over after his father and rule this republic. I mean, be the head person of it. Er hatte gute Karriereaussichten, wäre eben der Nachfolger von seinem Vater geworden, dass er eben das kleine Republik regieren könnte, also dass er der Leiter oder dass er der Regent von dieser Republik. And Buddha rejected that, as I indicated from the Shramanera movement. He was a dropout. Er hat das aber aufgegeben und hat sich eben den Schramanen angeschlossen. Er war einer, der eben hinter sich gelassen hat, die Gesellschaft. But again, we have to be careful not to look at that. It is unfair to look at this from a Western viewpoint, that he was being irresponsible and he left his wife and children and he was a terrible husband and a terrible father. Aber es ist nicht gerecht, von der westlichen Sichtweise das anzusehen, zu sagen, er war jemand, der die Familie hinter sich gelassen hat, hat sich nicht um den Sohn, um die Frau gekümmert und so weiter, hat sie einfach im Stich gelassen. Again, Indian society, extended family. His wife and his son were very well cared for within the context of the grandfather and all the various members of the family in his home. So it wasn't as though he was leaving them and they're going to starve to death. Aber da müssen wir uns wieder ins Gedächtnis rufen, Indien zu jener Zeit, also Großfamilie, die Großfamilie. Und so gab es Großeltern und andere Familienmitglieder, die da waren. Es ist nicht so, dass jetzt Buddha die Frau und sein Kind im Stich gelassen hätte, unversorgt und dass sie zu Tode hungern. And also, Buddha was born into the warrior caste, which meant that men usually left home and fought in battle. So Buddha fought in the internal battle against ignorance and disturbing emotions. So it was not so unusual. It wasn't some sort of, oh, how terrible. Buddha went off. Und auch Buddha war geboren in die Kriegerkaste. Und wenn man in die Kriegerkaste geboren worden ist, so ist es gang und gäbe, dass man das Zuhause verlässt, wenn man in den Krieg zieht. So ist auch Buddha mehr oder weniger in den Krieg gezogen, hat den inneren Kampf gegen also negative Emotionen und Geistesplagen aufgenommen. But what we learn from this example given in Buddha's life is that seeking the truth, seeking an end to suffering, whether we talk about suffering of rebirth or we just talk about mental and emotional suffering, is far more important than having a good position, making a lot of money, and having power. And this is what's indicated by Buddha's leaving all of that and going off to seek some sort of solution to this universal dilemma of suffering and problems that everybody faces. Und was können wir daraus lernen, ist, dass die Suche nach Wahrheit, sich vom Leiden zu befreien, egal jetzt, ob wir jetzt sehen, also sich vom Leid, vom emotionellen und vom mentalen Leid zu befreien, ist eben wichtiger, als irgendwelche gute Positionen innen zu haben, dass es uns also gute Positionen innen zu haben. Okay. So it is more important to try to seek the truth, to try to seek how do we get over
basic problems that we all have, whether we think of it in terms of personality disorders, anger, greed, selfishness, etc., or social problems. Whatever level we want to do that, but somehow trying to find solutions to personal and societal problems is more important than money and power, individual money and power, wealth. The Buddha's life gives that lesson. Wichtige Lösungen zu finden zu sozialen Problemen oder zu persönlichen Problemen, persönliche wie Wut, Ärger, Eifersucht, Anhaftung, sozialen Problemen, so Lösungen zu finden, ist viel wichtiger als irgendwelche Macht und Geld, persönliche Macht und Geld. Und hier gibt Buddha ein gutes Beispiel dafür, dass das wichtiger ist. And as His Holiness the Dalai Lama says, it's not for everybody to go off and go into 100% spiritual life, but 50-50. Just consider it important. The quality of your life. The quality of the life of those around you. Wie seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt, ist es nicht für jeden, dass man 100%ig gleich den Weg einschlägt, ein spirituelles Leben zu führen, aber als 50-50 sollte man das ansehen, 50% das ansehen. Also weil es eben wichtig, man soll es eben wichtig ansehen, also das als wichtig anzusehen ist wichtig. So Buddha left the palace and he went out in a chariot and saw all the various types of suffering that were around him in the realm that he had been blind to before. He had not seen, in terms of sickness, old age, death, and then those that leave it and wander, these Shramaneras. Now, of course, this is taking the example from the Bhagavad Gita, and this probably came in later in terms of going out in a chariot, and the charioteer showing them things, but okay, doesn't matter, it makes a good story. Und Buddha verließ dann den Palast mit einem Wagen und sah dann das Leiden, das er vorher nicht gesehen hat, wo er vorher blind war gegenüber diesen Leiden, also Krankheit, Alter, Tod. Diese Leiden hat er wahrgenommen. Also dieses Bild mit dem Wagen auszufahren ist übernommen worden später aus der Bhagavad Gita, aber das macht nichts, wenn das übernommen ist. Es macht eben eine gute Geschichte, illustriert das gut. Very interesting. Now we get this sort of Jungian type of analysis of stories and what is symbolized or represented in these various stories. So he's blinded by wealth, blinded by pleasures so that he doesn't see the sufferings of the world. And it's only when he goes out on the chariot, this is sort of a spiritual journey, and being shown these things that he comes to realize all the problems that everybody faces. It was a good story. Jetzt sind wir dort angelangt bei junglichen Erklärungen von den Symbolen. So war Buddha geblendet vom Reichtum, vom Wohlfühlen, vom Reichtum, so konnte er nicht das Leiden sehen. Und erst dann, wenn er mit dem Wagen ausgeritten ist, hat er eben dann hat eine spirituelle Reise begonnen und nahm das Leiden dann wahr. And then he goes off and he does very intensive meditation and very extreme ascetic practices and sees or realizes that this is not the way. That's also a very important aspect of Buddha's story and Buddhist teachings, which is don't go to fanatic extremes. Und dann führte Meditationen durch, machte asketische Praktiken und entdeckte aber auch dann, das ist nicht das Richtige. Und das ist auch ein wichtiger buddhistischer Punkt, buddhistische Einsicht. Man soll nicht zu weit gehen, nicht zu weit in den Extremen. And so then Buddha gave up these ascetic practices. He starved himself to death. And he sat under the tree when he was given yogurt by a shepherd lady to break his fast. So, yogurt, milk, these sort of things. The cow represents love, compassion. It's added later in the story, but it again gives a very nice touch to it, that it is compassion that wakens us up from self-mortification to actually find the proper way. Dann gab er die Askese auf und von einem Mädchen oder von den jungen Mädchen hat er dann Joghurt bekommen. Da hat er eben sein Fasten dann gebrochen. Das symbolisiert auch wieder sehr schön das Mitgefühl, wo man eben dann sein Selbst Geiselung, Mortification, like self-mortification. Right, to that
being associated with the cow, milk, and yogurt in Indian thought represents love, motherly love, compassion, and so on. And so it is this which turns us away from these self-mortifications, ascetic practices, to being more concerned with universal problems of suffering. Also Joghurt, Milch ist verbunden mit der Kuh, also im indischen Bereich mit der Kuh, und das auch mit der Mutter. Also das Mitgefühl hier, was das symbolisiert, jetzt Mitgefühl, das bringt uns weg von den eigenen asketischen Praktiken, von eigener Selbstgeißelung und wieder hin zu mehr universalen Verantwortung. And then, very interestingly, the Buddha attains enlightenment. He's sitting under the Bodhi tree. It's a general theme in Indian thought. You always have these holy trees and so on, and lots of associations with that. But leaving that aside, the tree, Mara comes. Mara is the representation of obstacles and hindrances and temptations and things like that. Und dann saß Buddha unter dem Bodhi-Baum, unter dem heiligen Baum, also alles, was man jetzt mit diesem Kontext, also alle Symbole, lassen wir das mal zur Seite, aber dann kam, als unter diesem Baum saß, kam dann Mara. Mara ist der repräsentativ für die Hindernisse, für die Versuche. Actually, the name Mara comes from the Sanskrit word for death. Also der Name Mara kommt aus dem Sanskrit und heißt Tod. And what I find so helpful from that example is that even Buddha, right before he became enlightened, faced obstacles and hindrances in trying to accomplish something positive. So what do we expect for our own experience? Was sehr hilfreich ist, auch hier zu verstehen, ist, dass sogar Buddha vor der Erleuchtung eher Hindernisse begegnet hat. Also sogar von einem so großen positiven Ereignis vor der Erleuchtung hat er Hindernisse erlebt. Und was sollen wir für uns erwarten, wenn das sogar dort so ist? Buddha was very, very spiritually advanced right before he became enlightened. He didn't start from being a dummy to being an enlightened being. So even at these final stages, obstacles are there, hindrances are there, and they appear even stronger at that point. So don't get discouraged that now, at our level, in our ordinary lives, whether we're following a spiritual path or not, there are hindrances, obstacles, different things that hinder us from accomplishing our purposes. Of course it's going to happen. So, Buddha war da schon eine sehr fortgeschrittene spirituelle Person, und sogar dann bei dieser großen fortgeschrittenen Spiritualität ist es, dass Hindernisse auftauchen, und das sogar noch stärker. Und was sollen wir dann eigentlich erwarten, wir als normale Personen? Wir sollen uns dann nicht entmutigen lassen, egal ob wir jetzt den spirituellen Weg befolgen oder nicht, aber es ist doch ganz klar dann auch wir, dass wir Schwierigkeiten, Hindernisse und so weiter begegnen und die uns aufhalten oder abhalten, unsere eigenen Ziele zu verwirklichen. And what's really quite strange is that the more positive what it is that we're trying to accomplish, the greater the hindrances trying to prevent us from doing that. And that, if you've lived long enough and had enough experience in life, you find is quite true. Was sehr eigenartig ist, umso mehr Positives wir verwirklichen möchten, umso stärker sind die Hindernisse, sind die Schwierigkeiten, die auftauchen. Und wenn wir ein längeres Leben haben, also je älter wir werden, merken wir, dass das sehr wahr ist, also dass das so ist. So don't get discouraged is what it's teaching us. Was das uns lehrt, ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen But sollen. you have to fight through it. Wir müssen uns durchkämpfen. With strength, like a warrior. Also wie ein Krieger mit Kraft. There's a point to the Buddha coming from a warrior caste, because it really is an internal battle against our delusions, against our fears and so on. Hat schon einen Grund, dass Buddha aus der Kriegerkaste kommt. Also ein innerer Kampf ist hier, dieser innere Kampf gegen Illusionen, gegen Verblendungen, gegen also negative Emotionen, gegen Ängste. Okay, now, after Buddha became enlightened, he then hesitated teaching. He was wondering, who in the world can understand what I understood? But he was requested to teach, and he taught. He's going to try anyway. Nach der Erleuchtung hat Buddha gezögert, weiter zu lehren, zu unterrichten, doch er wurde darum gebeten. Und daraufhin hat er, weil er hat gedacht, das versteht sowieso niemand, hat er darauf gezögert. So, it teaches us, even if it's really very difficult,
in the sense to teach others, to explain to others. Nevertheless, out of compassion, you do so. You try. Try to help, regardless of how difficult it might be. Was können wir daraus lernen, auch wenn es schwierig ist, anderen etwas zu sagen, zu lehren und so weiter. Aber aus Mitgefühl heraus ist es, dass man so gut wie möglich versucht, es zu machen, egal wie viele Schwierigkeiten oder schwierig es auch sein möge. And many people wanted to follow the Buddha, eventually started a monastic situation. Und viele folgten dann dem Buddha und dann entstand auch eine monastische Institution. And in the beginning there were no regulations there, but various problems came up with society, and in consideration, in other words, in the context of the fact that they were living in a society, then various rules were set up, the so-called Vinaya, rules of discipline, to help avoid problems in the community and to help avoid problems with society. Also zuerst gab es keine Regeln, es gab noch keine Regeln, doch dann tauchten Probleme mit der Gesellschaft auf. Und so, um eben Probleme mit der Gesellschaft zu vermeiden, wurden dann die Disziplinregeln Disziplinregeln aufgestellt, Vinaya genannt. So that indicates it's not as though there are laws, that these are the things that you have to follow just because I said so. But rather the various regulations that you have were all formulated, and you find in the literature, this problem came up, and then Buddha said, okay, to avoid, let's say, the people thinking that the monks were greedy in terms of begging for food, which was the custom of Shramaneras at that time. It wasn't something new. That you look down, you only take what's accepted, you don't ask for more, you don't hoard the food away, you eat what you've gotten, these sort of things, to ensure that they fit into society okay, that society would not disapprove of them, and so on. It's important. It's very valid for us today as well. Und es sind nicht Gesetze, die gefolgt werden müssen, weil ich so gesagt habe, sondern es sind bestimmte Regelungen, Regeln, und die sind so entstanden, nachdem bestimmte Probleme aufgetaucht sind. Und diese Regeln wurden dann eben sind dann entstanden, um eben Probleme zu vermeiden, zum Beispiel in der Gesellschaft. Nicht, dass die Gesellschaft denkt, dass zum Beispiel die Mönche, nehmen wir als Beispiel, dass sie gierig seien. Dass die Gesellschaft nicht denkt, also Mönche sind gierig, weil die Tradition war es damals von den Shramana, dass man an Bettel geht um das Essen. Also nicht, dass man dann mehr verlangt und noch mehr möchte und dass man nur das isst, was man eben bekommt. Also dafür wurden dann die Regeln gemacht. The monks and nuns can't ask for food, they just walk around and the people come and they give them whatever they give. Also die Mönche und Nonnen, die gehen herum und die Leute geben eben ihnen das, was sie geben möchten. Sie können sie nicht fragen. And in the beginning, Buddha hesitated to include women in the monastic order as nuns because he was quite worried in terms of society. The society would think that they were, the men and women together off in the forest, they must be doing all sorts of naughty things. And so he hesitated at first, but then when he accepted women into the order, he set up very, very specific rules to make sure that society, that the people weren't violating it within the order, and that society wouldn't get the wrong idea in terms of why there were both men and women in the monastic order. Und zuerst wurde auch gezögert, Frauen in den Orden aufzunehmen, weil dann konnte die Gesellschaft konnte dann denken, da gibt es Frauen und Männer, die gehen in den Wald gemeinsam und die machen da alles mögliche, irgendwelche Dinge im Wald. Und nachdem aber die Frauen dann akzeptiert worden sind im Orden, dann gab es dann bestimmte Regeln. Und diese Regeln waren eben dafür da, damit sie geschützt werden, also vor den falschen Vorstellungen, dass die Gesellschaft nicht falsche Vorstellungen hat von den Frauen. So you couldn't have a monk and a nun together just by themselves. There always had to be more than one nun together, sort of chaperones, these sort of things. These type of things are very practical. And all of this teaches us a lesson. Und das ist alles sehr praktisch. Also ein Mann, also eine Nonne, ein Mönch konnten niemals alleine sein. Musste immer eine Nonne, jemand noch dabei sein. Das sind sehr praktische Beispiele. Das lehrt uns sehr viel. And they can't sit on the same
seat or the same bed together, these sort of things. Und sie können nicht am gleichen Bett nebeneinander sitzen, zum Beispiel. Solche Dinge. And so what it teaches us is, on the one hand, Buddha rejected all the glories of society to find the truth. But on the other hand, he doesn't want to offend society, doesn't want them to get the wrong idea. And so although one might not agree with all the principles of the society in terms of their values, nevertheless, you don't want to alienate society. This indicates very well. Politicians perhaps need to learn about this. And perhaps they do. Perhaps they do. How to be diplomatic, how not to offend, how not to cause suspicion, and so on, unfounded suspicion, even though you might disagree with what society's values are. Auf der einen Seite wurden Dinge von der Gesellschaft abgelehnt vom Buddha, doch auf der anderen Seite war er sehr bedacht darauf, dass die Gesellschaft keine falschen Vorstellungen entwickelte, dass er nicht die Gesellschaft an sich also beleidigte. Also das ist also ganz Wichtiges, was wir jetzt auch daraus lernen können. Zum Beispiel Politiker vielleicht sollten das sich genauer anschauen. Also das ist vielleicht ganz was Wichtiges, wie man da diplomatischer umgeht. And one thing I find so wonderful in Buddha's life is that he had a cousin who really disliked him, Devadatta, and he always caused trouble with the Buddha. And actually, if you look further in the Pali Canon, a lot of people caused trouble with the Buddha. A lot of people didn't like him. Und was ich auch sehr interessant finde, der Buddha hat einen Cousin, Devadatta genannt, der immer Probleme machte. Also er hat Buddha überhaupt nicht gemocht, also er hasste ihn. Es gab aber im Pali-Kanon, wenn man dann nachschaut, gibt es sehr viele Problememacher, die sehr viele Probleme machten und Buddha nicht mochten. So, teaches a very valuable lesson, which I always tell my students, which is that if not everybody liked even the Buddha, what do you expect? That everybody's going to like you? Das ist etwas, was ich dann meinen Schülern immer sage. Wenn sogar nicht alle Buddha liebten, ja, was sollen wir uns erwarten? Ist doch ganz klar, dass nicht alle uns gern haben. So, of course there are going to be people that don't like us. There's going to be people that we can't please absolutely everybody. Buddha wasn't able to please everybody. And so be realistic and don't get depressed. Und wir sollen eben realistisch sein. Also es ist ganz klar, wenn sogar Leute Buddha nicht gern hatten, ist es ganz klar, dass es Personen gibt, die uns nicht mögen. Also wir sollen das realistisch sehen und uns nicht entmutigen lassen und nicht deprimiert werden wegen dem. And then Buddha passed away. Und dann verscheidete also Buddha starb. And a very interesting thing in the life story, it says that Ananda, that's one of his main disciples, had the opportunity to ask Buddha not to pass away, but somehow he didn't ask. And so Buddha passed away. Und was sehr interessant ist, Ananda, einer von den Hauptschülern, der hätte die Möglichkeit gehabt, ihm zu beten, nicht zu sterben. Doch er hat es nicht gemacht, er hat diese Möglichkeit nicht genutzt. And this teaches us that Buddha only teaches when he's asked, and Buddha only stays when he's asked to stay. And if nobody wants him around, he leaves. That's a very good lesson for us. Und was lehrt das uns? Also dass ein Buddha nur lehrt und unterrichtet und auf der Welt bleibt, wenn er gefragt wird, wenn er darum gebeten wird. Also ein Buddha, wenn man den nicht bittet um Lehre, dann wird er nicht lehren und auch nicht bei uns herum bleiben. Also das ist ganz wichtig für uns. If others don't want our help, others don't need us, don't push yourself on them. There are plenty of others elsewhere who might be much more receptive to us and might wish our help. Very good lesson. Das ist wirklich ein sehr guter Hinweis oder Hilfe. Also wenn andere unsere Hilfe nicht benötigen, sollen wir uns denen nicht aufdrängen. Es gibt viele andere, die es benötigen. So we can look at the Buddha's life and try to find all the historical facts. And in this year he did this, and this date he did that, and so on. And that would have its validity within the context of Western view of history. Very nice. Wir können uns ansehen, das Leben Buddha mit den historischen Fakten, er hat das zu jener Zeit gemacht und zu jener Zeit hat er jenes gemacht, das hat auch seine Gültigkeit, also in gewissen Kontexten, im Kontext der westlichen Wissenschaft. But
Even that would be quite difficult to get any sort of certainty that this happened in this particular year, and so on. But anyway, that has its importance. Aber hier ist es auch schwierig, mit Sicherheit zu sagen, dass es in jenem Jahr geschehen ist, zu jener Zeit das war, aber es hat auch seine Wichtigkeit und Gültigkeit. Or we can look in terms of what lessons can we learn? Oder wir können uns das ansehen, was können wir daraus lernen? In terms of when you tell a story or a legend, the various symbols, the things that are used in it, like in a Jungian analysis, what does that indicate to us? What does it represent? Very helpful. Und wir können es auch betrachten als eine Geschichte, Legende, wenn wir uns die ganzen Symbole ansehen, welche Bedeutung haben sie für uns? Also wenn wir das mit der Analyse von Jung, also das betrachten, also zum Beispiel, was bedeutet das? And we can look at it in a larger Mahayana context with the presentation that Buddha became enlightened ages ago, many lifetimes before, and is going to go on for endless eons in the future to teach us the theme of universality, that you want to be able to help others forever. This is main Mahayana theme. It doesn't just end when you die. Und wenn wir uns das von der Mahayana-Sichtweise aus ansehen, so ist es, dass der Buddha viele Leben vorher schon die Erleuchtung erlangt hat und dann letztendlich immer weiter, ohne Ende, also weiter lehren wird zum Wohle der Lebewesen. And so what does that teach us? Even if we don't accept rebirth, which perhaps most of us don't, nevertheless, it teaches us whatever we are doing now is the result of all the generations that came before us. And if we're trying to do something positive in the world, don't just think in terms of my generation, but think in terms of future generations. Endlessly into the future. Think big. That's what it teaches us. Was lehrt uns das? Auch wenn wir nicht die Wiedergeburtslehre akzeptieren, was wahrscheinlich der Fall ist, dass die meisten das nicht tun, ist es so, dass was wir jetzt tun, das Ergebnis ist von Generationen vor uns. Und dass wir eben weitersehen dann in die Zukunft, weiter die Generationen nach uns ansehen, dass wir eben groß denken, groß. And then we have the Tantra presentation. Tantra presentation is quite fantastic, actually, if you look at it. Also wenn wir uns die Tantra-Präsentation ansehen, die ist ziemlich fantastisch. Right, Buddha appears, he's teaching in one place the teachings on the deepest philosophical themes, and in another place he's appearing as this figure with 4 faces, and from each face he's teaching something different simultaneously. Quite extraordinary. Also sehr unglaublich, also sehr außergewöhnlich. Also auf der einen Seite erscheint Buddha und unterrichtet Philosophie, auf der anderen Seite gleichzeitig erscheint er als eine Gestalt mit 4 Köpfen, wo wieder verschiedene Dinge erscheinen. But what does it indicate? It indicates that all the various aspects of the Buddha's teachings, and there's many, many different kinds of Buddhist teachings that we'll find as we look at the history, that all of them fit together. All coming from the same source. Now, whether that's a historical source, as I've been trying to indicate, is irrelevant. They come from the same basic ideas. And you can give it a historical presentation, you can give it another type of presentation. Und so sind es die verschiedenen buddhistischen Aspekte, die alle zusammenpassen. So, sie sind alle von der gleichen Quelle. Also das ist jetzt nicht die historische Quelle, man kann sagen, also von der gleichen Quelle, von der gleichen Idee. So we find basic principles that are present in all the various types of Buddha teachings. We think of the Theravada presentation, the Mahayana Sutra presentation, the Mahayana Tantra presentation, all the various things. There are these basic principles, and actually they're represented by the various arms of these figures and the number of faces and so on. It's all there. Die grundlegenden Prinzipien der buddhistischen Lehre werden eben dargestellt von der Figur mit den 4 Köpfen, also die Theravada, von Mahayana, Tantra. Das sind die verschiedenen Arme. In these Buddha figures, they have many arms, and they have many faces, and they have many legs. So the basic Buddha teachings was in terms of the 4 Noble Truths, 4 faces. Everything represents something. Also alles repräsentiert etwas. Also die grundlegende Lehre von den 4 edlen Wahrheiten wird repräsentiert von den 4 Köpfen. And so on. So we have
our presentation then of the life of the Buddha. This is, I think, all that we have time to go into. Das war jetzt kurz die Darstellung vom Leben Buddhas, also mehr Zeit ist nicht übrig, um genauer einzugehen. But this is the approach that I would like to take through our topics these days that we are together, is what can we learn from these topics? Not the actual facts, the facts you can read, and many presentations of it, but what is the purpose of it? What's the application of it? And that way we get, I think, a deeper appreciation for this material, not just to memorize a list and give it back in a test. Okay? Thank you. Das ist der Zugang, den ich jetzt während dieses Seminars haben möchte. Also nicht eben nur die Fakten geben, es gibt ja verschiedene Darstellungen auch von den verschiedenen Fakten und so weiter, sondern was können wir lernen? Also was können wir lernen, was ist der Zweck und die Anwendung, die praktische Anwendung von dem. Und so lernen wir dann auch all diese Darstellungen mehr wertzuschätzen und das ist eben mein Zugang und diesen Zugang möchte ich vermitteln. Danke.